der André von SIP und heute ist bei uns Open Dyno und es ist ein ganz besonderer Gast erschienen aus Graz, der Christoph Lebschick von Lebschick Fahrzeugtechnik und der hat seine GTS mitgebracht und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist die nicht ganz original. Seriennah. Seriennah. Wir schauen mal, wie seriennah die ist heute. Hier sind jetzt quasi alle deine Teile, oder? Aber das Ganze zusammengesetzt ergibt dann den großen 450er GTS-Motor, oder? Mit KTM-Zylinder. Genau so ist es. Und den wird man auch bald bei uns im Shop kaufen können als Ganzes. Der Auspuff, ist das auch KTM, Genau, oder? der Auspuff ist ein etwas abgewandelter KTM-Auspuff, dass er auch in den GTS in den Rahmen passt. Ja, und die Anbauteile an den Motorblock, so wie die Lichtmaschine, Wasserpumpe, Aromatikdeckel und so weiter, was man von außen sieht, sind wieder dann vom Original Piaggio Motor übernommen. Unauffällig und trotzdem schön integriert in das Fahrzeug ist. Und dann bieten wir 2 Versionen an, einmal komplett aus Neuteilen bestehend, kann man so wie es da steht kaufen, muss man nur noch Wasser auffüllen und einbauen. Genau, die Plug-and-Play-Variante sozusagen. Genau, und die andere Version ist dann, dass es nur der Rumpfmotor ist und die übrigen Anbauteile übernimmt man von seinem eigenen Motor oder von einem Spender, oder? Genau, so wäre die Idee. Den Rumpfmotor will ich zusammengebaut liefern. Dann gibt es da keine Probleme mehr, wenn jemand Angst hat von Ventilen einstellen oder Steuerzeiten einstellen. Du brauchst keine Spezialwerkzeuge. Du kannst dann wirklich eigentlich relativ simpel die Anbauteile von deinem Motor auf den 450er Motor anbauen. Okay. Also wir haben hier einmal den neuen Motorblock, basiert auf dem GTS-Motorblock, ist aber von mir neu konstruiert und CNC gefräst. Genau, da haben wir auch die Airbox, oder? Das ist auch ein spezielles Teil, was ich wirklich cool finde, auch wie du das machst, weil du da im Moment noch mit so einem selbstgebauten Tiefziehwerkzeug das kleine Volumen der Original Airbox da vergrößerst. Aber das ist auch ein Teil, das richtig was bringt und sogar auch auf die originalen Motoren mit dem richtigen Gummi adaptierbar ist, oder? Genau so ist es. Es wird da mehrere Varianten geben in verschiedenen Ansauglängen, die dann jeder auf seinen jeweiligen Motor sauber abstimmen kann. Da macht es schon einen deutlichen Unterschied und wichtig ist, das Teil passt in dein Fahrzeug noch immer mit Helmfach. Du musst sonst da nichts dran verändern und ist eigentlich relativ simpel eingebaut. Wenn ich ein bisschen mehr in Richtung Leistungsoptimierung gehe, dann speziell mit verschiedenen Ansauglängen bringt dir das dann auf jeden Fall mehr Leistung, die du merken wirst. Super cool, ich finde das richtig gut. Wir haben eine komplett neue Kurbelwelle neu konstruiert, die auch in das Motorgehäuse natürlich passt und die Leistung aushält. Dann gibt es zusätzlich noch größere Drosselklappen. Die brauchen wir natürlich auch, um unseren Motor ordentlich mit Luft zu befüttern. Die Drosselklappen basieren auf dem Seriensteuergerät. Das Seriensteuergerät wird in das große Gehäuse eingebaut. Somit bleiben alle Funktionen am Fahrzeug erhalten. Viele Kleinteile gehören dann noch dazu. Es gehört dann noch ein großer Abgaskümmel dazu. Die Variomatik wird bearbeitet von mir, bekommt eine größere Verzahnung. Auch jede Menge Kleinteile, Dichtungen, Auspuffhalter, Ansaugstutzen, Ölpumpenantriebe. Das sind jetzt meine Teile, die ich konstruiert habe und die ich auch fertigen lasse für den. Okay, also das war unser Video zur Lebschick Fahrzeugtechnik Vespa 450 Kubik KTM-Zylinder. Mega beeindruckend, fast 50 PS, voll geil. Ich bin eigentlich on fire. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wollt beim nächsten Mal auch das Video wieder sehen. Deswegen abonniert unseren Kanal. Dann gibt es vielleicht, falls ihr das wollt, auch noch ein Video zum Turbolader. Vielleicht erwartet uns noch ein bisschen mehr Leistung. Vielleicht gibt es noch Leistung. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.